Hey Leute und willkommen zu einem neuen Creatures of the Deep Teil. Im letzten Video habe ich euch noch versprochen, dass ich eine Aufnahme starten werde, sobald ich den Blobfisch an die Angel bekommen habe. Ja, und gestern Abend war es dann endlich soweit. Mir ist es endlich gelungen, den Blobfisch an die Angel zu bekommen, und in diesem Video will ich euch einfach alle kurzen Details erklären, worauf ihr achten solltet, wenn ihr den Blobfisch auch aus dem Wasser ziehen wollt. Zuallererst einmal könnt ihr die exakte Position sehen, wo ich den Blobfisch aus dem Wasser gezogen habe. Alles, was wir dafür brauchen, ist auf jeden Fall ein aktives Glücksklee, wie ihr oben links bei mir in der Ecke sehen könnt. Übrigens zu dem Glücksklee, falls ihr noch ganz neu in dem Spiel seid und nicht wisst, wofür das Glücksklee eigentlich gut ist, kein Problem, dafür habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch oben rechts in der Ecke. Des Weiteren empfehle ich euch auf jeden Fall Spezialköder zu kaufen, die könnt ihr auch bei mir sehen. Zusätzlich noch die Carbon-Angelrute, und dann sollte dem Blobfisch hoffentlich nichts mehr im Wege stehen. Das Ganze sind natürlich nur Vorschläge von mir, um euch die Jagd nach dem Blobfisch so einfach wie möglich zu machen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den Fisch ohne Köder aus dem Wasser zu ziehen, indem ihr einfach nur nach Schatten angelt oder einfach wartet, bis der Blobfisch von alleine anbeißt. Aber mit dieser Methode geht es durchaus schneller und auch einfacher, den Blobfisch an die Angel zu bekommen. Übrigens, jetzt gerade ist der Blobfisch an der Angel. Das erkennt ihr auch sehr gut daran, wenn die Minispielsequenz beginnt, weil alle anderen Fische in der Marina haben keine Minispielsequenz. Welchen Tipp ich euch noch zusätzlich geben kann, wenn ihr mit Spezialköder angeln solltet, schaut doch mal in eure Talentübersicht rein. Da habt ihr oben die Möglichkeit, einen Talentperk auszuwählen, und zwar, dass die Fische öfter anbeißen, wenn ihr mit Ködern angelt. Ich kann jetzt noch dazu sagen, dass ich gestern Abend nicht lange nach dem Blobfisch geangelt habe. Es hat relativ schnell funktioniert, bis der Blobfisch hier wirklich an der Angel gelandet ist. Und zwar liegt das daran, dass wir seit dem letzten Update ja jetzt die Funktion haben, hier mit Spezialködern zu angeln, die auch wirklich funktionieren und Blasen schlagen. Was dazu geführt hat, dass der Blobfisch jetzt endlich mal angebissen hat. Also ist jetzt der beste Zeitpunkt, um nach dem Blobfisch zu angeln, Leute. So, jetzt sollte aber der Blobfisch mal aus dem Wasser kommen. Und hier ist das gute Teil. 20 Erfahrungspunkte, das nenne ich ordentlich. Zwar nur ein Stern, aber da lässt sich noch einiges rausholen. Somit haben wir alle Fische in der Marina gefangen. Lasst uns jetzt nochmal einen kurzen Blick ins Bestiarium werfen und schauen, welche Details uns der Blobfisch bringt. Und zwar können wir hier sehen, dass die Season des Fisch hier das ganze Jahr über ist, und der Blobfisch ist sowohl Tag- als auch nachtaktiv. Ich sage das für alle, die die ersten Teile nicht gesehen haben und die Informationen zu dem Blobfisch noch nicht kannten. Zu guter Letzt, lasst uns jetzt mit dem neuen Blobfisch einmal zurück ins Aquarium und den hier einsetzen und zusammen schauen, wie das Ganze einmal aussieht. Somit wieder ein kleines Upgrade für unseren Fischtank. Übrigens, falls ihr den Fischtank in der Mitte noch nicht dekoriert haben solltet, dazu habe ich auch ein kleines Video gemacht, wo ihr alle Gegenstände finden könnt. Das packe ich euch auch jetzt einmal rechts oben in die Ecke. Da der Blobfisch nach dem Einsetzen nicht direkt erscheint, verlassen wir einmal kurz das Aquarium und gehen wieder rein. Dann sollte der Blobfisch auch endlich aufgetaucht sein. Und da schwimmt der Gute, rechts oben in der Ecke. Könnt ihr ihn sehen? Wenn ihr mich fragt, erinnert mich der Blobfisch an jemanden. Wer könnte das wohl sein? Ich glaube... Oh, da kommt auch schon jemand. Oh, wer könnte das sein? Ach, Thaddeus! Ja, genau. An Thaddeus erinnert mich der Blobfisch. Tschüss, Thaddeus. Ja, das war ein überraschender Gastauftritt. Aber ein Artgenosse muss natürlich immer besucht werden. Und vielleicht findet er ja auch noch einen Platz in unserem Aquarium. Das wäre gar nicht so verkehrt. Somit kommen wir aber auch zum Ende des Videos. Vielleicht riskieren wir nochmal einen kurzen Blick auf unseren Blobfisch. Hier ist einmal der Star unseres Videos, abgesehen von Thaddeus natürlich. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachangeln, Leute. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Teil wiedersehen, und über ein Like und ein Abo natürlich auch. Bis zum nächsten Teil. Euer Delrox. Ciao, ciao.